Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch Tipps zum Fliegen üben mit der Drohne für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Drohnenpiloten, die vielleicht nicht so oft zum Fliegen kommen. Ne, ich merke es auch, wenn ich mal 1, 2 Wochen nicht geflogen bin, dann, oh Junge, bist du schlecht geworden. Dann brauche ich wieder ein paar Minuten zum Einfliegen, zum Warmwerden und man kommt wieder ziemlich schnell rein. Läuft die Kamera? Jo, läuft. Ich zeige es euch mit meiner DJI Mini 3 Pro, aber auch mit den anderen handelsüblichen Drohnen von DJI, Autel, Upsan etc. könnt ihr die Übung ohne Probleme durchführen. Natürlich müsst ihr wissen, wie eure Steuerung funktioniert. Nach oben, nach unten, links drehen, rechts drehen, vor, zurück, links, rechts, Gimbal nach unten, Gimbal nach oben. Am besten ihr habt die Fadenkreuze dran. Das könnt ihr hier einstellen bei Kamera. Gitterlinien anwählen. Und ich habe eigentlich die ersten 2 dran. Ganz gut. Also anfangs, so ging es mir zumindest, bin ich immer so geflogen, mit dem Daumen. Mache ich auch heute noch ab und zu, ist einfach so drin, ist einfach auch bequemer. Was ich euch empfehlen kann, ist, haltet die Controller Sticks mit 2 Fingern, Daumen, Zeigefinger. Da könnt ihr das Ganze viel besser steuern, viel präziser die Drohne in der Luft manövrieren. Klar ist es ein bisschen umständlich. Man kann dann hier mit dem Gimbal-Rädchen, wird es ein bisschen kompliziert, Mittelfinger oder auch den Ringfinger, das ist alles ein bisschen Übungssache. Aber wenn ihr ein Weilchen drin seid, könnt ihr tolle Flugmanöver ausführen. Und viel präziser als nur hier mit dem Daumen. Zur Übung mit dem Gimbal-Rädchen. Da könnt ihr einfach rauf und runter gehen. Ganz einfach nach oben fliegen, Gimbal-Rädchen nach unten. Immer euch schön im Visier halten, in der Mitte des Bildschirmes. Und dann nach unten und Gimbal nach oben. Das könnt ihr jetzt dauernd wiederholen. Eine einfache Übung, um mit Hilfe eures Gimbals Objekte zu fixieren. Also die Übung Kreisen, die mache ich immer wieder. Um links zu drehen, fliegt ihr nach links und dreht rechts ein. Und so könnt ihr schön um euch kreisen oder um irgendein Objekt. Das ist ein bisschen Gefühlssache. Wie weit muss ich nach links drehen, wie weit muss ich rechts eindrehen. Umso größer euer Radius ist, umso weniger muss ich dann nach rechts eindrehen. Zur Rechtsdrehung, gerade andersrum, legt er nach rechts und dreht nach links ein. Kann man sich ganz leicht merken. Die Controller Sticks nach innen, eine Linksdrehung, Controller Sticks nach außen, eine Rechtsdrehung. Aussicht der Kamera natürlich, Aussicht der Drohne. Und das immer wieder üben. Am besten erst im Cinemodus und dann im Normalmodus. Am Ende könnt ihr das in Sportmodus und dreht wie wild um euch rum oder um irgendwelche Gegenstände.
je öfters man fliegt, umso besser hat man das Ding im Griff. Das Gefühl für die Steuerung bekommen. Das Gefühl, einfach wo ist auf und ab, wie drehe ich den Gimbal rauf und runter. Schöne weiche Bewegungen hinkriegen, das ist das A und O beim cinematischen Fliegen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht spezielle Übungen habt, die ihr so macht, wenn ihr lange nicht in der Luft wart. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist so ein Tragegurt für euren Controller, für den RC-Controller. Sehr geil, kann ihn abhängen. Die Bügel unten kann man einklappen, alles sehr flach. Das Ganze wird hier unten nur eingeschraubt, das ist ein kleines Schräubchen. Und man kann es einfach drin lassen. Das ist ganz praktisch. Nimmt keinen Platz weg. Und man hat immer eine Hand frei. Kann den Controller auch mal um den Hals baumeln lassen. Ich verlinke euch den Tragegurt von dem RC-Controller in der Beschreibung. Wie gesagt, das kann du echt mit jeder Drohne machen. Die Mini 3 kann schon vieles autonom. Wenn man von der Hand so fliegen möchte, muss man halt viel üben, das Geschick, das Gefühl für die Steuerung, für die Drohne bekommen. Und das macht auch richtig Spaß. Also nur autonomes Fliegen. Da ein Quickshot, da ein Active Track oder was weiß ich was. Ist eine witzige Sache, ist eine schöne Sache, aber nur das zu machen, ist nicht Drohnenfliegen. Drohnenfliegen ist selber steuern, selber das Ding in die Luft bekommen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Lasst mir ein Like und ein Abo da, das würde mich echt freuen. Würde mir echt auch weiterhelfen, um weiterzukommen auf meinem YouTube-Channel. Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen auf diesem Kanal. Bye bye.